Servus und hallo, liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Ist das nicht eine hübsche kleine Orchidee, hübsche kleine Phalaenopsis? Wobei so ganz klein ist sie jetzt nicht, aber natürlich so vom Wuchs her im Vergleich zu der Liodoro, die wir hier sehen, ungefähr die Hälfte. Die Liodoro darf jetzt hier ein bisschen Wasser ziehen, die braucht das jetzt aktuell, ist nicht am Blühen. Jetzt fragt ihr euch, Liodoro, Moment mal, das ist doch eine Duftorchidee. Ja, das ist nämlich auch eine Duftorchidee. Von der Blüte her, sie hat so ein bisschen so eine Bronzefarbe. Das heißt, sie erinnert so ein bisschen an die Phalaenopsis Bronze Maiden oder Bronze Maidan. Und das ist an und für sich eine Kreuzung aus Phalaenopsis manii gekreuzt mit Schilleriana. Wenn man sich jetzt allerdings hier die Blätter anschaut, die sind ja hier auch gemustert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass hier auch eine Schilleriana mit reingekreuzt worden ist, um eben auch diese Bronzefarbe herauszubekommen. Und zwar seht ihr auch so in der Blüte ein bisschen dieses Schilleriana-typische Rosa, was wir auch so ein bisschen die leichte Färbung auf den Blättern sehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Schilleriana mit verkreuzt ist sehr, sehr groß. Wie gesagt, das ist eine Duftorchidee. Aktuell duftet sie nicht. Ich habe jetzt noch nicht getestet, ob sie jetzt morgens, mittags oder abends duftet. Sobald das dann soweit ist, werde ich es euch natürlich mitteilen. Sie heißt Phalaenopsis Sensation, also Scent von Duft und Sation wie Sensation. Ja. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die denn duftet. Ich finde die Blüten, auch wenn sie natürlich im Verhältnis kleiner sind als von den üblichen großen Phalaenopsis, sind wirklich sehr, sehr hübsch, wie ihr sehen könnt. Und diese Pflanze habe ich, wie ihr auch an diesem Etikett sehr gut erkennen könnt, von Orchideen Wichmann. Natürlich könnt ihr das auch hier an diesem Orchideen-Etikett erkennen. Da steht nämlich der Name drauf. Und ich finde es eine sehr schöne Pflanze. Ich bin gespannt, wie sie duftet und wann sie duftet. Da muss ich jetzt mal schauen. Eventuell duftet sie auch nachts, dann wäre es vielleicht etwas fürs Schlafzimmer. Wenn sie vormittags duftet, dann auf jeden Fall was fürs Büro. Und wenn sie abends duftet, etwas fürs Wohnzimmer. So könnt ihr das dann zum Beispiel auch einsortieren bei solchen Orchideen. Von der Kultur und Pflege wie eine ganz normale Phalaenopsis auch. Einmal in der Woche gießen im Sommer, regelmäßig düngen. Alle 1 bis 2 Wochen mal regelmäßig düngen und ansonsten Halbschatten, keine pralle Sonne. Das mag sie auf jeden Fall nicht, sondern ganz normal West- oder Ostfenster. Wenn es geht, auch ein sehr helles Nordfenster, wobei Nord ist dann spätestens im Winter wirklich zu dunkel. Ich habe sie vorhin angesprochen, die Liodoro ist ebenfalls eine Duftorchidee. Momentan duftet nichts. Wie ihr sehen könnt, ist hier auch gar keine Blütenknospe vorhanden. Der Blütentrieb ist allerdings noch vital. Und das heißt, sobald die dann auch am Blühen ist oder wieder eine Blüte hat und die hier auch noch am Blühen ist, können wir sie vergleichen. Aber die Liodoro als Duftorchidee hat deutlich größere Blüten als jetzt hier die Phalaenopsis Sensation. Richtig cool. Also die wollte ich unbedingt. Sehr faszinierende, tolle Phalaenopsis. Ich finde, die macht schon was her auf dem Fenster. Alleine auch schon, wenn sie nicht blühen sollte. Das Blattwerk mit der Musterung ist schon ein richtiger, ja, ist schon richtig schmuck, schick und dekorativ. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu dieser Orchidee, ich meine, das Papier weg, braucht man nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Phalaenopsis Sensation. Eine echte Sensation. Bis zum nächsten Video. Tschüss.